Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute mal wieder Samstag. Ich kann irgendwie nur samstags filmen, weil sonst ist einfach immer alles das Gleiche. Wie ihr seht im Hintergrund, ist bei uns heute nicht so aufgeräumt. Wir haben auch gar keine Zeit. Ich passe jetzt dann gleich auf meine Nichte auf. Meine Schwester holt mich nämlich ab und die Kinder müssen sich mal die Haare kämmen. Und die dürfen jetzt spontan ins Kino. Und zwar hat die Mutter eines Klassenkameraden von Finn mich gefragt, ob wir die Kinokarten von ihr wollen. Sie hat 2 und ist jetzt aber leider krank und will nicht, dass sie verfallen. Und dann habe ich ihn Finn gefragt, der war natürlich gleich dabei und der geht jetzt mit seiner Cousine, mit seiner Älteren. Während ich dann auf die Kleine nachher aufpasse, weil meine Schwester nachher noch arbeiten muss und Spätschicht hat. Ansonsten bin ich fleißig dabei, Sport zu machen und meine Shakos zu trinken. Die nehme ich jetzt auch immer mit in die Arbeit, also ich esse da nichts Festes mehr. Was ich auch gut finde, wie gesagt, ich habe ja nur eine halbe Stunde Mittagspause und dann habe ich einfach mehr von meiner Pause, die ich nicht mit Essen verschwende. Und schmeckt auch immer noch gut, macht immer noch satt. Heute habe ich schon einen getrunken und zwar wieder Kaffee natürlich. Wobei zur Zeit in der Arbeit habe ich immer Banane getrunken, weil der wirklich schmeckt wie so ein Bananenmilchshake. Finn durfte ihn auch mal kurz probieren und er fand ihn auch ganz lecker. Ansonsten, ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, Haare zusammen. Meine Friseurin hat ja gesagt, nicht so oft waschen. Ich wasche sie jetzt einmal in der Woche, was anscheinend auch immer noch zu viel ist, aber weiß nicht. Ich kann mich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, wenn ich Sport mache und schwitze, dass ich dann 2 Wochen meine Haare nicht wasche. Aber ich bin mal gespannt, ob das Fetten oder Nachfetten oder wie auch immer man das nennen soll, dadurch jetzt besser wird, weil bis jetzt sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Die werden halt nach 3 Tagen so fettig. Da würde ich sie normalerweise waschen. Naja, jetzt sind sie halt zusammengebunden. Ja, normal habe ich sie gerne am Wochenende offen, weil ich muss sie ja immer zubinden in der Arbeit und ich habe auch das Gefühl, dass die so ein bisschen, dass die da so ein bisschen kaputt gehen von. Ja, genau, jetzt warten wir, bis meine Schwester mich abholt und dann gucken wir mal, was ihr als nächstes zu sehen bekommt. So, ich bin abgeholt. Ja, wir sind jetzt voll spät dran, das ist typisch. Das ist unser Genpol. Kleiner. Ja, hallo, du bist spät. Du hättest deine... So, also wir haben es geklärt, die ist zu spät. So, und jetzt haben wir 15 Minuten noch Zeit, dahin zum Kino zu gehen. Dann geht eine von uns, oder beide, weiß ich nicht, mit rein. Weil wir wissen nicht, ob die das hinkriegen. Oh, ich habe es nicht ausgedruckt. Ich habe das ausgedruckt und nicht dabei. Du hast aber auf dem Handy. Ja, den QR-Code halt. Das reicht, oder? Ich hoffe, ja, wenn nicht, ich habe ja auch die E-Mail, habe ich auf jeden Fall, die habe ich weitergeleitet bekommen. Ja, also ich habe es ausgedruckt, das liegt im Drucker. So. Die Kinder schauen übrigens den Film Minions an und der Finn hat gesagt, dass der voll gehypt ist und voll cool. Also bin ich mal echt gespannt, was die danach zu berichten haben. Ja, und meine Schwester fährt wie eine gesenkte Sau. Das ist echt jedes Mal wie Achterbahn fahren mit der. Ich sag immer, es liegt am Auto, aber die fährt mit meinem genauso furchtbar. Das Baby ist auch da. Das ist das Baby. Die Kinder sind weggebracht. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil wir ja zu spät waren, aber hat jetzt alles funktioniert. Die haben sich jetzt noch Popcorn geholt und gucken jetzt den Film. Und ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, dass die Sitze mega bequem sind. Das waren nämlich so Deluxe-Tickets. Und wir suchen uns jetzt gerade was zu essen. Und meine Schwester regt sich auf, weil ihr Kind alles immer aufmacht und dann stehen lässt und man nicht mehr weiß, ob es noch gut ist. Also das zweite Mozzarella-Paket ist auch auf. Wissen wir auch nicht, ob das noch essbar ist. Es gibt Salamibrot. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen, weil sehr kalorienreich. Aber heute ist Wochenende, also darf ich mir das mal gönnen. Und saure Gurken natürlich, ja. Die sieht irgendwie unvorteilhaft aus. Jetzt sieht die unvorteilhaft aus. So ihr Lieben, Schwesterlein ist jetzt in der Arbeit. Kleine schläft noch, ich soll sie aber spätestens um 4:30 wecken. Ich trinke jetzt ein Käffchen. Jo. Und da ich nur eine lange Hose habe, weil es eigentlich hieß, dass es jetzt wieder viel kälter wird, habe ich die von meiner Schwester bekommen. Das ist eine rote Hose. Ich bin nicht so gern beinfrei. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal erwähnt, aber
Ja, meine Beine, die bleiben immer speckig. Ich habe auch einen Termin bei einem Phlebologen, aber leider erst im September. Es braucht ja immer ewig, bis man einen Termin bekommt, um zu gucken, ob ich vielleicht ein Lipödem habe. Weil hier oben, besonders oberweitentechnisch, nehme ich ab. Und obenrum bin ich eigentlich, ja, was heißt so, ja, relativ schlank, ne? Aber die Beine, die nehmen nie ab. Also ich merke es auch jetzt mit der Diät, mit Jayco und mit meinem Sport. Messe ich mich ja immer aus und meine Schenkel bleiben gleich und der Rest geht überall weg. Das ist der Hund. Ja, bleibt mal abzuwarten, was da rauskommt. Es ist was nicht sehr Schönes passiert. Ich habe gerade einen Anruf von meiner Nichte bekommen. Ich muss jetzt gleich los. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch filme. Eigentlich wollte ich jetzt mit euch hochgehen und die Kleine holen. Ich muss sie jetzt aber ganz schnell fertig machen und los. Ja, also nachher werde ich noch mal was dazu sagen wahrscheinlich, aber jetzt ist erstmal was anderes angesagt. Wir sind jetzt bei meiner Mami, die ist jetzt gerade auf dem Weg mit den 2 Kids zur Polizei. Und ich bin mit der Kleinen hier, weil die kann natürlich, findet es nicht so toll, wenn sie das rumsetzen muss. Und wir räumen gerade aus dem Brunnen von der Omi die ganzen Steine raus und versuchen uns zu beschäftigen. Denn bei dem ganzen Trubel, ich habe dran gedacht, einen kleinen Snack mitzunehmen, aber kein Spielzeug. Jetzt müssen wir uns halt anders behelfen und jetzt ist halt der Brunnen dran. Ja. Was macht die Lia? Was macht die Lia? Steine. Steine, ja. Lia. Lia, guck, da ist die Lia. Da, schau mal. Hallöchen, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und zwar habe ich ja gestern nicht mehr so viel gefilmt. Wir haben jetzt heute Sonntag und fahren gerade auf ein kleines Volksfest. Das heißt Kinderzeche, vielleicht kennt es jemand von euch. Das ist in Dinkelsbühl und so verbringen wir jetzt so ein bisschen unseren Sonntag. Meine Schwester muss nachher noch arbeiten, deshalb haben wir nicht so viel Zeit. Ich glaube um 17 Uhr muss sie wieder da sein. Und wir fahren jetzt auch schon, ja, so eine halbe Stunde circa dahin. Haben wir wieder ein zweites Kind, das bei uns geschlafen hat. Ja, das gehen wir dann nachher zurück und ihr seht dann so ein paar Eindrücke, was wir so machen. Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es da Fahrgeschäfte gibt oder ob das mehr wie so einfach nur so Stände sind, aber ich glaube so 2, 3 Fahrgeschäfte gibt es da auch. Es ist schon sehr lange her, dass ich da mal war, also bestimmt schon, lass mich lügen, 15 Jahre rum. Und ich erinnere mich deswegen auch nicht mehr so gut dran. Aber wir werden sehen. Und ihr auch. dass ich nicht ohnmächtig geworden bin, aber trotzdem, es war cool. Wir können endlich mal sitzen.
Mittlerweile ist meine Nichte schon lange zu Hause. Ich hoffe, ich bin nicht zu arg verschmiert. Ich sehe es nicht richtig gerade in der Kamera. Es ist schon um einiges später. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, dass ich ja noch zu Ende vloggen muss. Bitte seht mir das nach. Ich bin einfach nicht mehr so drin bis jetzt. Ich gelobe Besserung und ich bin mir auch sicher, dass ich das schnell wieder reinkriege. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, was überhaupt passiert ist, warum wir zur Polizei mussten. Und zwar war es so, dass ich auf die kleine Nichte aufgepasst habe. Die hat noch Mittagsschlaf gemacht. Die zwei Großen, also Finn und meine Nichte, die 12 Jahre alt ist. Sie waren zusammen im Kino. Der Film muss wirklich super gewesen sein. Wir haben die Karten ja bekommen von einem Klassenkameraden von Finn. Ich habe ihnen extra ein bisschen mehr Geld mitgegeben, dass sie dann mit dem Bus nach Hause fahren können. Und ist eigentlich so auch kein Problem, denn meine Nichte ist ein Buskind, also die fährt immer mit dem Bus nach Hause jeden Tag. Sind sie eben nach diesem Kinofilm, der wirklich cool gewesen sein muss. Es waren auch extra so Deluxe-Sitze, also die man halt verstellen konnte. Da konnte man Kopflehne verstellen und die wie nennt man das, Beinstütze. Muss echt cool gewesen sein, da waren sie noch ganz begeistert. Finn hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt, wie cool das doch alles war. Und dann waren sie wohl noch kurz im Müller und sind dann danach zur Bushaltestelle, die gleich beim Müller war. Da haben die dann auf den Bus gewartet und dann kam ein seelisch behinderter junger Erwachsener her und hat sie am Arm gepackt und hat ihren Arm geküsst. Hat sie dann zu sich hingedrückt und ihr halt gesagt, was für eine tolle große Schwester sie ist und hat sie ins Gesicht geküsst und dann auch noch auf den Mund. Sie hat daraufhin mich angerufen, total weinend. Im ersten Augenblick dachte ich, irgendwas ist mit dem Finn, der wurde überfahren oder sonst was, weil das ist noch nicht oft vorgekommen, dass wir den Finn alleine oder halt mit ihr dann, konnte kaum was verstehen, war total unter Schock und dann erzählte die mir eben, ja, da war ein Mann, der ist aus dem Bus ausgestiegen und hat mich festgehalten und hat mich geküsst. Problem war, meine Schwester hatte das Auto, konnte also so eigentlich nicht weg, nur zu Fuß. Die Kleine hat noch geschlafen, ich habe dann gesagt, geht zur Oma, die ist nämlich da in der Stadt, geht so schnell wie möglich zur Oma und ich komme jetzt sofort, ich mache jetzt die Kleine fertig und ich laufe los. Dann bin ich losgelaufen und voll schnell, also so schnell war ich noch nie da unten, keine Ahnung, das war vielleicht so geschätzt 1,5 Kilometer oder so. Meine Uhr hat mich die ganze Zeit gefragt, ob ich trainiere, weil mein Körper ist sowas halt nicht gewohnt. Bin dann an der Polizei vorbeigelaufen, weil das einfach die Richtung war. Da habe ich dann aber schon meine Mutter gesehen mit den zwei Kids und sie war gerade auf dem Weg zur Polizei. Ich habe dann gefragt, ob ich mit soll und hat sie gemeint, nee, sie macht es. Ich war ihr auch ganz dankbar dafür. Also wir haben uns entschieden, trotzdem eine Anzeige zu machen, auch wenn der behindert war, weil ich gebe nicht so sehr ihm die Schuld dafür, sondern eher dem Betreuer, der auf ihn aufpassen sollte. Und wenn wir da jetzt keine Anzeige gemacht hätten, dann, wer weiß, wie weit das noch gegangen wäre, das kann man ja nicht wissen, ne? Und ich finde, er kann nichts dafür, das habe ich auch der Alina erklärt, aber da muss halt dann ein Betreuer her, dann muss da halt jemand aufpassen, weil das einfach für kein Gut endet. Genau, und deswegen kam es dann dazu, da habe ich ja auch im Vlog was dazu gesagt, dass die jetzt gerade bei der Polizei sind. Ich habe dann probiert, meine Schwester zu erreichen. Zweimal habe ich probiert, sie anzurufen, aber die war ja am Arbeiten, die arbeitet in der ambulanten Pflege, das heißt, sie war da unterwegs. Sie hat mich dann zurückgerufen, komplett schockiert natürlich. Sie traut sich jetzt erstmal nicht mehr alleine in die Stadt, meinte sie, verstehe ich auch vollkommen. Aber was ich eben auch noch sehr, sehr schlimm finde, die war nicht alleine an der Bushaltestelle. Da waren noch zwei ältere Damen, also so im Alter von 50, 55, sowas. Und die haben nichts gemacht. Die haben einfach nur zugeschaut und das finde ich sehr, sehr erschreckend, ehrlich gesagt. Weil man denkt eigentlich, dass ein Kind in dem Alter tagsüber sicher ist an so einer belebten Straße, wo auch andere Menschen dabei sind. Und das ist jetzt halt doch nicht so. Es ist also, mich schockiert es wirklich. Wir sind da wir sind keine Helikoptereltern oder sowas, aber wir sind schon sehr vorsichtig, was den Finn angeht und was er darf. Aber wir können ihn auch nicht einsperren. Und er muss ja irgendwie selbstständig werden. Für ihn war es natürlich auch ein Riesenschock, dass er seine Cousine nicht beschützen konnte. Der Schock ist jetzt aber verdaut und wir haben ja auch erklärt, was da passiert ist. Und ich denke auch durch diese Anzeige, dass sich da auch was ändern wird. Also ich weiß nicht, ob er schon einen Betreuer hatte oder nicht. Wie gesagt, es wird eher auf unzurechnungsfähig rauslaufen. Uns geht es wirklich nicht darum, einen behinderten Menschen fertig zu machen, sondern es ging einfach darum, dass man da einfach dann mal danach schaut, dass er einen Betreuer bekommt,
dass sowas nicht anderen Kindern passiert, weil für so ein Kind ist sowas natürlich, ob behindert oder nicht, sehr traumatisch und schlimm. Gegen ihren Willen sie geküsst wird und also war schon ein Schock für uns alle, besonders für den Papa. Genau, wie ihr gesehen habt, waren wir dann heute auf der Kinderzeche. Das ist ein Dinkelsbühl, habe ich glaube auch schon erzählt. War ganz cool. Ich war am Anfang mit einer Jeans unterwegs, weil ich mag es nicht so, mit meinen Beinen rumzulaufen. Also, dass andere die sehen, nackt. Dann ist mir aber aufgefallen, da kennt mich ja kein Schwein. Also, voll egal. Der Paddy hatte dann Mitleid mit mir und hat mir diesen Rock gekauft, den ihr gerade schon gesehen habt wahrscheinlich. Und dann habe ich den Rock drüber gezogen über meine Hose und dann die Hose aus. Ach ja, war voll das Spektakel. Aber dann war es nicht mehr so heiß. Es ging dann. Ansonsten haben wir es jetzt echt schon spät. Wir haben schon 23 Uhr oder so. Ich muss montags immer spät anfangen, also erst so um 10, 11 rum. Deswegen geht es noch klar. Ja, und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu erzählen. Achtet nicht so auf den Hintergrund. Ich habe jetzt nicht extra hier aufgeräumt oder so. Das sieht aus. Wir waren viel unterwegs dieses Wochenende. Und deswegen sieht es hier nicht so schön aus. Also normal haben wir ja immer unser Aufräumprogramm, das haben wir jetzt so ein bisschen vernachlässigt. Dann würde ich den Vlog an dieser Stelle jetzt mal beenden. Ich glaube, der wird auch ziemlich lang, weil es waren jetzt 2 Tage, aber der erste war, glaube ich, zu wenig durch das, was alles passiert ist. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch heute auch noch ein bisschen mit. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.